So ihr Lieben, ich habe euch ja erzählt, wir nehmen euch mal mit auf so einen perfekten Tag und der kann natürlich nur starten, wo? Sagt's mir? Ja genau, im Kapitol. Da gehen wir jetzt hin. Die 8. Mai in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Und das Gute daran ist, in das Kapitol könnt ihr einfach so reingehen. Ihr müsst keine Staatsbürger sein, wie zum Beispiel in Washington DC, sondern einfach reingehen. Eine kleine Sicherheitskontrolle und dann war's das. Und dann könnt ihr euch das anschauen. So, nach einem kurzen Sicherheitscheck hier vorne konnten wir auch einfach durchgehen. Und ja, willkommen im Kapitol. Ich will mal ein bisschen, wie das hier drin ausschaut. Das Texas-Kapitol ist übrigens größer als das Kapitol in Washington D.C. Sieht sogar so ähnlich aus, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt so ein Franchise da vom Verband der Architekten, die gesagt haben, nö, wir bauen die überall gleich, keine Ahnung, nein. Aber was wir ganz cool finden ist, ihr könnt halt überall da rumlaufen. Ihr könnt sogar in die Sitzungssäle, selbst wenn eine Sitzung da ist, lasst man euch da rein. Ihr müsst halt nur die Mütze abnehmen, da habe ich letztes Mal nicht dran gedacht. Gab es ein bisschen Ärger, aber die sind eigentlich immer ganz lieb. Ihr könnt auch protestieren, wenn ihr wollt. Ihr müsst halt nur friedlich dabei bleiben. Und ihr müsst das auch nicht vorher ankündigen. Die Amerikaner sind da sehr, sehr eigen, was die Meinungsfreiheit angeht. Jeder darf sagen, was er will, solange es friedlich ist. Und das selbst im Kapitol. Ja, vom Kapitol geht's runter die Congress Avenue, eine gerade lange Straße bis runter zur 2nd Street. Da biegt ihr dann rechts ab und Tina wird gleich ein bisschen was dazu erzählen. Also die Congress Street ist eigentlich so die Hauptstraße in Downtown. Was wir an Austin Downtown sehr cool finden, ist, dass nach wie vor da auch Leben in Downtown ist. Also wenn ihr mal nach Houston oder Dallas geht, werdet ihr feststellen, da ist nicht ganz so viel Leben, weil es halt wirklich nur Arbeit ist. Das ist in Austin anders. Hier ist Bar, Restaurant, Shop und Arbeit in einem. Und diese ganzen selbstfahrenden Dinger fahren da rum. Und was wäre ein Austin-Besuch ohne die zweite Straße? Also die zweite Straße hier hat im Gegensatz zu sonst US-Innenstädte tatsächlich Einkaufsmöglichkeiten, also wie so eine kleine Einkaufsstraße. Und hier am ACL Live steht die Statue von Mr. Willie Nelson. Die zeige ich euch jetzt mal. Ja, außerdem gibt es hier eine ganze Menge an Restaurants. Das heißt, wenn ihr in Austin Hunger habt und ihr seid Downtown, empfehle ich euch, auf die zweite Straße zu gehen. Da bekommt ihr alles, wonach euer Herz ruft. Von Barbecue bis hin zu Pizza und auch ganz viel Gesundes. Wenn ihr vom Kapitol aus runterlauft, die Congress Avenue, dann einfach rechts rein. Am JW Marriott, an dem großen Hotel, und da lauft ihr die ganze zweite Straße mal in aller Ruhe durch. Da gibt es ganz viele coole Shops, die man so auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat. Was wir zum Beispiel ganz cool finden, ist dieser Spielzeugladen, der ist auf der linken Seite der zweiten Straße. Die haben wirklich abgedrehtes Spielzeug aus aller Welt für ein paar Cent, für ein paar Dollar, ist immer gut für ein Mitbringsel. Übrigens, diese Pizzeria hier, die 28, das ist der Knaller, wird wirklich von einem Italiener geführt und Mutti ist immer noch in der Küche und macht die Pasta selber und ab und zu gehe ich in die Mittagspause dahin und wir quasseln, weil er Italiener ist und ich Deutscher und er glaubt, wir müssen dann auf jeden Fall über Fußball diskutieren, was jetzt nicht ganz so mein Ding ist, aber das ist sehr familiär. Torchis geht natürlich immer und am Ende der zweiten Straße, da ist auch schon der nächste Stopp, wo ihr unbedingt hingehen sollt. Da wird die Tina sicherlich ein paar Worte zu sagen. Was wäre ein Tag in Austin ohne einen Besuch in der Bibliothek? Die Bibliothek
ist von innen so ein bisschen wie ein ganz moderner Harry Potter. Schauen wir uns gleich an. Und du kannst rausgehen und hast dort eine Rooftop-Terrasse, wo du eine sensationelle Sicht auf Austin hast und auf den Fluss. Schaut euch das mal an. Also wenn ihr mal in die Austin Public Library gehen wollt, vielleicht nur so als Single-Step, wenn ihr in Austin seid, dann passt ihr bitte auf, was ihr ins Navi eingibt, denn es gibt 5 verschiedene Locations mit diesem Namen, also es sind 5 verschiedene Filialen hier. Wir reden hier von der Hauptfiliale in Downtown, natürlich. Also ihr könnt da reingehen, das ist total kostenlos, die Aussicht da oben ist sensationell und die haben auch einen Café. Also der Café ist natürlich nicht kostenlos, wir sind ja im Turbokapitalismus, ne, wisst ihr. So, ihr Nasen, jetzt sind wir hier oben und die Aussicht hier, ich zeige es euch nochmal, ist richtig toll, weil wir haben hier Wasser und die Stadt. Und da ist der Thomas. Es ist warm. Es ist sehr warm. Wir sind jetzt hier auf der Congress Bridge. Thomas, was sagst du? Ist das cool? Es ist super cool, aber auch super heiß. Aber heute Abend kommen wir nochmal wieder, ne? Ja, heute Abend kommen wir nochmal wieder. Aber ich zeige euch jetzt mal die Congress Bridge. Hier, warte mal. Und hier leben 1,5 Millionen Fledermäuse, die man abends hier zum Sonnenuntergang sehen kann. Gucken wir uns das heute Abend an? Ja. Ja, wir gucken uns das heute Abend an. Zum perfekten Tag gehört natürlich auch der Coop Store und die Universität. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Coop Store bekommst du diesen ganzen Longhorn-Merch. Gehen wir mal rein. Also wenn ihr in Austin seid und wenn ihr euren Freunden und Familie Geschenke mitbringen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall in diesen Coop Store. Da gibt es, glaube ich, kein Teil, was nicht ein Longhorn aufgedruckt hat. Von verschiedenen Marken, von Nike, Adidas, aber auch No-Name-Marken. Also ich glaube, für jeden Geldbeutel ist was dabei. Sogar für die Hunde, Katzen und Opa und Oma. Was ich übrigens total krass finde, ne? Du kannst hier diese Bilderrahmen kaufen, um dein Diplom reinzupacken. Und so ein Bilderrahmen kostet hier irgendwas zwischen so 100, der hier kostet 109. Der ist aber auch nicht so schön. Und der kostet $212 für einen Bilderrahmen, weil da ein Longhorn drauf ist. Verrückt. Einfach mal so ein paar Eindrücke einfach mal wirken lassen. Das Ding hat 2 Etagen und ihr werdet immer wieder Dinge entdecken, die ihr überhaupt nicht braucht, aber ihr habt so einen Impuls, ihr müsst das haben. Und ich gehe immer mit was raus. Das wirklich Geile an diesem Laden hier ist, dass der von Studenten geführt wird. Und alles, was du hier umsetzt, alles, was du hier kaufst, geht in Stipendien rein, um anderen Studierenden das zu ermöglichen, an der UT zu studieren. Finde ich total cool. Und ja, Lululemon stattet die UT aus, unter anderem. Sag mal, ist das bei euch in Deutschland eigentlich auch so ein Trend? Lululemon? Hier ist wirklich furchtbar. Was wäre ein perfekter Tag in Austin, ohne die UT zu besuchen? Also hier auf jeden Fall meine große Empfehlung, geht hier auf diesen Campus. Das ist der UT Tower. Hier seht ihr UT und schauen wir uns doch mal um. Ein Geheimtipp hier an der Uni ist übrigens der Turtle Pond. Wenn ihr hier seid, da gibt es einen kleinen Teich, wo ganz viele Schildkröten drin sind. Und der ist quasi, wenn er von diesem Coop kommt, über die Straße geht, in den Haupteingang reingeht, ist der links. Direkt am Anfang geht ihr nach links und dort findet ihr nach ein paar Metern schon den Turtle Pond. Ich zeige noch.
Wenn ihr auf dem Campus seid, dann solltet ihr nicht nur den Turtle Pond gucken und den berühmten Tower, den die Tina da gerade gezeigt hat oder hier jetzt gezeigt hat, sondern ihr solltet euch auch mal die Sorority-Gebäude angucken mit den vielen Säulen davor, so richtig Südstaaten-Flair. Also Sororities sind die Studentenverbindungen, die nicht schlagend sind übrigens hier. Wenn ihr an der UT seid und Football-Fan seid, dann empfehle ich euch, einmal um das Stadion rumzulaufen, bis ihr diese Statue hier seht, weil dann könnt ihr in die Hall of Fame gehen. Die ist kostenlos und die könnt ihr, die könnt ihr einfach besuchen, weil die ist offen für jeden. Gehen wir mal rein. Also selbst wenn ihr keine Football-Fans seid, solltet ihr da mal hingehen. Das ist auf jeden Fall sehenswert, denn Texas liebt und atmet College-Football. Und wer uns schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass wir große Longhorn-Fans sind und große Fans dieses Spiels. Und wir haben tatsächlich schon eine Karte fürs erste Spiel der Saison 2025/26. Und für alle Longhorn-Fans da draußen habe ich hier die Big Bertha gefunden. Das ist sie. Das ist die Big Bertha, die wird bei jedem Spiel immer abgefeiert bzw. gespielt. Und hier ist auch noch die Kanone. Auch die wird bei jedem Spiel abgefeiert. Also die Eintrittspreise für so ein College-Football-Spiel, die sind nicht günstig, ne? Also ihr müsst nicht umfallen, wenn ihr die Preise da seht. Aber ich bin der Meinung, das lohnt sich. Und die Show drumherum, die ist sensationell. Zum perfekten Tag in Austin gehört natürlich auch South Congress mit den berühmten Murals, wie zum Beispiel das I Love You So Much Mural. Das ist hier mitten im Hippie-Viertel von Austin und hier findet ihr eine ganze Menge an wirklich coolen Murals. Aber dieses Mural ist tatsächlich Pflicht für euch alle. Dieses Mural findet ihr übrigens an der South Congress und Ecke James Street, an dem Coffee-Laden Joe's Coffee. Nur damit ihr es wisst, wo es ist, nicht verpassen. So, das war jetzt mal ein Laden, ein ganz normaler Cowboy-Boots-Laden. Also kein Touristenladen, sondern ein ganz normaler. Da, wo sich die Austinaten ihre Boots kaufen, tatsächlich. Aber da wir den perfekten Tag hier einmal aufzeigen wollen, gehen wir mit euch natürlich zu Allen Boots. Allen Boots ist quasi der Bootladen, wo ihr unbedingt hin müsst, wenn ihr mal in Austin seid. Die sind voll Porno. Na klar, der Laden ist touristisch, aber wenn ihr Austin besucht, dann seid ihr nur mal Touristen und dann solltet ihr da hingehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so alles, was an Vorurteilen in Texas herrscht, in einem Laden versammelt. Und wenn ihr unbedingt einen Cowboy-Hut haben wollt, dann geht ihr auch dahin, denn die haben einen Hutmacher da und der passt euch die Hüte eurem Kopf an, also die dampfen den so zusammen und das ist schon sehr gut, ist nicht billig, aber ich finde, es lohnt sich. Und natürlich seht ihr überall diese Waymos. Die sind auf Jaguar-Basis, also die Autos sind von Jaguar. Die switchen wohl jetzt nach Hyundai, aber die könnt ihr bestellen per App, per Uber-App hier. Und dann könnt ihr mit einem selbstfahrenden Taxi durch Austin fahren. Dieses Mural ist mein absolutes Lieblingsmural hier in Austin. Das ist bei Kendra Scott. You're the Yee to my heart.
Also wenn ihr hier seid, unbedingt davor ein Foto machen. Das ist total lustig. Also ich finde es lustig. Vielleicht ja ihr auch. Kendra Scott ist tatsächlich eine Ikone hier in Austin. Die kommt aus Austin und hat es geschafft, aus ihrem selbstgemachten Schmuck, der nicht ganz günstig ist, aber günstig gemacht ist, ihr versteht, was ich meine, eine wirklich super Marke zu kreieren, die jeder haben will hier. Was ich ja total toll finde, ist, dass es bei Kendra Scott Frosés gibt. Das macht das Shoppen natürlich ein bisschen einfacher. Das heißt, du kannst hier mit deinem Drink durch die Gegend laufen und dir die coolen Sachen anschauen. Und das finde ich ziemlich lustig. Das ist übrigens der neueste Trend. Mach deinen eigenen Trucker-Hat. Das heißt, du kannst dir eine Cap aussuchen, so ein Trucker-Hat, und kannst du den dann individualisieren mit den ganzen Stickers drauf. Finde ich eigentlich total lustig. So, und was wäre ein perfekter Tag ohne eine, oh mein Gott, die Sonne blendet mich so, ohne eine Rooftop-Bar. Und wir sind hier auf der Rooftop-Bar The Edge im JW Marriott Hotel. Und es ist so schön. Es ist einfach nur so schön. Und man sieht da hinten das Kapitol. Yay! The Edge ist tatsächlich eine unserer Favoriten, was die Rooftop-Bars in Austin angeht. Befindet sich im JW Marriott im Hotel. Ihr müsst einfach in die Lobby gehen und den Aufzug in die 5. Etage nehmen. Und dann seid ihr in der Rooftop-Bar. Die ist gesplittet in 2 Teile, in eine Poolbar und die Rooftop-Bar, die ihr hier seht. Wenn ihr einen guten Platz haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall reservieren, selbst wenn ihr nur zu zweit seid. Die Bar ist sehr gut besucht und ganz schön crowded. Von da aus geht es dann runter zur Bed Bridge, zur Congress Bridge. Das ist dann da, wo die Tina schon gesagt hat, wo die ganzen Fledermäuse drunter sind. Die sind leider nur zwischen März, April und Oktober da und es ist wirklich ein Spektakel. Also 1 Million oder 1.500.000 Fledermäuse, mexikanische Fledermäuse sind unter dieser Brücke. Manchmal habt ihr Pech und die kommen nicht, weil die einfach satt sind. Wir hatten Glück, die Fledermäuse sind geflogen, immer zum Sonnenuntergang. Also wenn es schon fast dunkel ist, aber noch so ein bisschen hell ist, dann gehen die auf die Jagd und suchen sich ihre Insekten. Und das ist schon ein Schauspiel, ne? Wenn 1,5 Millionen Fledermäuse da gleichzeitig hersausen. Ihr könnt auch da ein Boot mieten. Ihr seht ja, da sind ganz viele Boote drunter. Das ist übrigens der Schwarm hier. Manchmal habt ihr halt Pech und es kommen keine Fledermäuse, weil die, wie gesagt, satt sind. Das ist dann schlecht. Ihr kriegt das Geld auf gar keinen Fall zurück. Wie gesagt, ist ja Turbokapitalismus. Aber mit dieser unglaublich schönen View bei wolkenlosem Himmel verabschieden wir uns hier vom perfekten Tag in Austin. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Die Tina hat das hervorragend gemacht. Und vielen Dank an Thomas und Katja und Familie, dass ihr da mitgespielt habt. Ihr seid natürlich Bestandteil dieses Videos. Und ja, wenn ihr in Austin seid, sagt Bescheid. Bierchen geht immer.